ist sie, das kann nicht sein. Dresden und dieser Open House war 10 Jahre lang meine Heimat, meine Zuhause. Ja. Und dann jetzt plötzlich hier als Gast zu kommen aus der Region ist was ganz Besonderes. An der Seite ist auch unglaublich schwierig, weil natürlich man kennt sich einfach viel zu gut. Es ist wahnsinnig schön, dass Petter wieder zu uns zurückgekehrt ist, diesmal als Dirigent. Wir haben das ja schon immer geahnt, dass du einen anderen Weg einschlägst als wir. Und das ist, ich kann mir im Moment für die Nase keinen besseren Dirigenten vorstellen. Die Musik von Dmitri Schostakowitsch, die Nase hat er mit 22 Jahren geschrieben und man merkt, also da ist ein Komponist, der sich einfach ausprobieren will, der keine Grenzen hat, also was an kompositionischer Technik und Beherrschen dieser Kompositionshandwerk hat. Dieses Schlagzeugstück, das ist für uns was ganz Besonderes, weil das erste reine Schlagzeugstück in einer Oper in der Musikgeschichte ist. Also vorher gab es das noch gar nicht. Und jetzt sind wir plötzlich auf der Bühne und haben circa 5 Minuten dieses Zwischenspiel, was ja auf der Bühne eine Folterszene ist. Und wir sind verkleidet als Geheimagenten und spielen in einem Käfig, der hochgefahren wird am Anfang und dann wieder runtergefahren wird. Also das Publikum kann sich wirklich freuen, vor allem an ein außergewöhnlichen Theatererlebnis. Wirklich, also man wird auf der Bühne alles Mögliche erleben, also von tiefsten menschlichen Verzweiflung bis zu den absurdesten und skurrilsten Szenen mit einer unglaublich packende und wirklich auch ans Herz gehende Musik. Also ich glaube, das ist wirklich ein pures Theater. Hätte ich sie zumindest im Kriege verloren, meinetwegen auch durch meine Schuld. Kann denn das sein, ohne Grund, wegen nichts und wieder nichts?